Willkommen zu einem weiteren Angespielt auf Pile of Fame im Rahmen der Aufnahmeprüfung. Heute bewirbt sich ein Spiel, das auf den ersten Blick nach klassischem Mittelalteraufbau aussieht, aber ein bisschen größer denkt: County of Fortune. Hier bauen wir nicht einfach nur die nächste kleine Stadt mit Marktplatz, Holzfäller und Getreidefelden, nein, hier geht es gleich um eine ganze Grafschaft. Wir gründen mehrere Siedlungen, verbinden sie über Straßen und Flüsse, nutzen regionale Ressourcen und schauen, wie daraus nach und nach ein funktionierendes kleines Reich entsteht. Spannend wird vor allem die Frage, ist County of Fortune nur ein weiterer hübscher Citybuilder oder steckt hier wirklich mehr strategische Tiefe drin? Gerade die Mischung aus Logistik, Spezialisierung, Bürgermeistern, Adelshäusern und Kulturen klingt zumindest nach einem ziemlich ambitionierten Ansatz. Also, Demo an, Erwartungen vorsichtig sortieren. Besteht County of Fortune die Aufnahmeprüfung für den Pile of Fame? Finden wir es raus. Erstmal hallo YouTube, hallo Twitch. Heute geht's weiter mit County of Fortune. Wir haben schon mal in die Demo reingeschaut. Bisschen über eine Stunde. Ich fand sie richtig geil. Und jetzt gucken wir mal, wie weit die Demo geht. In der Zwischenzeit gab es ein paar kleinere Bugfixes, Updates, bisschen einiges. Sparen wir uns aber, im Zweifel wird es wahrscheinlich nur ein bisschen besser geworden sein. Also erstmal herzlich willkommen. Jo, und natürlich viel Spaß, wenn ihr bisher alles genossen habt. Daneben an wird das auch so bleiben bei euch. Ich zumindest fand es richtig gut. Gehen wir mal rein und dann weg und fortsetzen. Na, schauen wir mal, was haben wir letztes Mal alles hingekriegt. Natürlich findet ihr, wenn ihr Bock habt, den ersten Teil auf meinem YouTube-Kanal Pile of Fame. So, was haben wir bisher geschafft? Worum geht's? Im Endeffekt, kurzer Abriss, man baut eine Art Grafschaft. Das seht ihr, das ganze Gebiet wurde mir vom König, soweit ich mich erinnere, gegeben. Dann baut man seine erste Siedlung, das war hier oben links. Das geht recht flott. Man platziert jetzt nicht irgendwie wie in anderen City-Bildern erstmal ein Haus oder irgendwas, sondern man platziert immer kleine ganze Siedlungen mit einer Spezialisierung, sprich dem ersten Gebäude. Hier seht ihr einen Bodenhof, Rübenhof und so weiter. Dann gibt es Bedürfnisse eurer Bürger. Seht ihr hier schon, Nahrung habe ich komplett gedeckt. Nahrung gibt uns, das sieht man hier ganz gut, ein das war woanders, ein Produktivitätsboost, sieht man bei den Gebäuden. Also hier seht ihr der Bodenhof bei 194% Effizienz. Ist okay, kann man so lassen. Produktivität oder 94% ist wichtig, weil dadurch skaliert quasi die Produktion. So, damit wäre quasi so der erste Teil erledigt. Dann muss man die Siedlungen unterschiedlich spezialisieren, sodass sie zusammenwirken und im Endeffekt sowohl Nahrung als auch Grundausrüstung bieten. Die Ausrüstung gibt uns Bauslots, da können wir zwar klein basteln. Es gibt verschiedene Bevölkerungsstufen. Hier in der Hauptstadt Farnsville haben wir schon die zweite Stufe erreicht. Das gibt natürlich ein anderes Set an Bedürfnissen, seht ihr hier. Ein paar habe ich gedeckt, ein paar nicht. Das Besondere ist, nicht jede Region kann alles liefern. Hier oben ist eine Steinproduktions-Area und hier unten eine, die Lehm produziert. Lehm gibt uns hier, was ist es denn, Keramikgeschirr, und Stein bietet Stein, das sich dann später in, wo sind das, Baupunkte, so ähnlich Steinmetzpunkte ummünzen lässt. Die bestimmen mehr oder weniger, wie schnell ihr baut. Seht ihr hier schon, da habe ich jetzt hier oben eher ein kleines Problem. Keramikgeschirr ist noch ein Problem. Ja, wir haben alle möglichen Probleme. Gut, kümmern wir uns mal drum. Im Endeffekt probieren wir jetzt erstmal die Balance in der ersten Region einigermaßen hinzukriegen. Und wie fangen wir das jetzt am gescheitesten an? Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal die Grundbedürfnisse nochmal an. Warum ist in Farnsville zum Beispiel ein Ding nicht... okay, das schien mir gerade ein kleiner Bug zu sein. Egal. So, schauen wir uns mal die Bewohner alle durch. Alle sind versorgt, richtig? Jo, mit den grundlegenden Sachen zumindest. Jetzt können wir noch rausgehen, das habe ich vergessen. Es gibt eine Art Ansicht der Region. Ja, oder? Jo. Hier seht ihr quasi, was diese lilane Region hier an Waren produziert bzw. nicht produziert. Ihr seht, Celadonit haben wir eine kleine Schwachstelle. Ist jetzt auch nicht so mega tragisch. Und Keramikgeschirr. So, damit haben wir das Grundlegende fest. Was wichtig ist, es gibt Handel. Schauen wir uns den mal an. Zwei verschiedene Arten von Handel. Einer ist Flusshandel. Das sollte hier oben eigentlich passieren, richtig? Oder? Schauen wir mal kurz rein. Haben wir hier so ein Gebäude. Jo, den Floßhafen. Das ist die erste Art des Flusshandels. Im Endeffekt, wie funktioniert die? Sie funktioniert nur stromabwärts. Im Prinzip müssen wir also hier Waren verschiffen, die tuckern dann hier runter, bis hier zu Minster Lovell.
Dort kann es dann umgebaut werden. Schauen wir uns das an, ob wir das schon haben. Dort müssten wir eigentlich eine Steinmetzzunft haben. Sehr gut. Schauen wir uns die Region an, was hier so alles kaputt ist. Kerzen fehlen, die werden, glaube ich, da oben produziert, richtig. Na, schauen wir mal. Kerzen, jawohl. So, was machen wir jetzt? Wir schiffen quasi größere Güter hier mit dem Floß runter und andere Güter schippern wir hier zurück. Das seht ihr auch. Der ist der Landhandel. Schauen wir uns diese bei haben. Spielzeug, Kerzen, Mehl, Steckrübe. Der Handel gleicht im Prinzip einfach nur immer alles aus. Also sprich, wenn dort in der Region hier oben noch was fehlt und dort unten vorhanden ist, wird es nach oben geschippert. Genauso funktioniert es innerhalb der Region. Jetzt machen wir das kurz. Das ist nur so ein weiteres Spielelement. Kleinere Challenges und Aufgaben. Was haben wir hier? Ein Mord in der Rechenstube. Jawohl. Wir brauchen einen Ermittler und einen Verhörmeister. Aus unseren Bürgermeistern, das erkläre ich gleich auch nochmal, können wir uns quasi jemand auswählen, der geeignet wäre für den Job. Einen Top-Verhörmeister brauchen wir noch. Wo ist der? Konstanze darf das machen. Ihr seht, die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ausgangs ist auf 65% gestiegen. Jo, machen wir nochmal. Angelegenheit wurde beigelegt. Was für ein Glück. So, jetzt zu den Dingen, die wir brauchen bzw. nicht brauchen. Wir haben grundlegend mal was gemacht. Ich wollte mal kurz entfahren für gucken, was wir hier noch produzieren. Gerberei Käse machen wir und eine Kerzenzieherei am Start. Gut. Dann können wir mal da runter nach Level nochmal gucken und kümmern uns da vielleicht mal darum, dass wir hier viel zu wenig von allem haben, nämlich Getreide. Haben wir hier einen? Haben wir noch gar nicht. Bauen wir irgendwo Getreide überhaupt an? Ach, hier ist die Wassermühle. In Iflay. Gut, Getreide geht in die Mühle. Die macht hier draus. Wie heißt denn? Ja, Mehl. Daraus wird Brot hergestellt. Brot braucht man dann in den höheren Stufen für zum Beispiel so einmal. Den Kichererbsensuppe mit Brot. Gut. Also gucken wir erstmal, ob hier unten alle Grundbedürfnisse soweit einigermaßen gedeckt sind. Sieht okay aus. Wir haben ein kleines Delta bei Getreide. Da schauen wir mal, wo wir Getreide angebaut haben. Buchweizen, da war was anderes, glaube ich. Gucken wir hier. Ihr seht auch Fruchtbarkeiten, das übliche Spiel Weizenhof. Da könnte man zum Beispiel Weizen hinstellen, was gar nicht so schlecht wäre. Machen wir jetzt aber gleich. Seht, geht relativ fix. Wieder was angebaut. So. Achso, übrigens, Chat, wenn ihr Fragen habt, wenn euch zu viel Erklärung nochmal außenrum ist, dann sagt es mir gerne. Ebenso, wenn Ton, Bild, irgendwas nicht passt. More than happy. Erklären, soweit ich es halt selber schon verstanden habe. Ich glaube, einigermaßen durchdrungen zu haben, um was es geht in dem Spiel. So. Gut, haben wir da unten was hinklatscht? Können wir hier oben nochmal kurz gucken. Farnsville könnte noch ein weiteres, ne Quatsch, auf höchster Stufe kein Gebäude mehr. Und hier auf höchster Stufe auch kein Gebäude mehr. Also produzieren wir Spielzeug. Und Käse. Gut, was haben wir hier noch? Honigkuchen. Produzieren wir Honig schon. Schauen wir mal in die Region. Honig wird produziert. Gut. Ach klar, wir machen ja Kerzen schon. Gut. Was gibt's noch zu wissen? Unsere Bürgermeister, gucken wir uns die mal an. Gehören alle unterschiedlichen Adelshäusern an. Gibt hier oben was? Hier sind die Adelshäuser, das ist mein Haus. Ja, Derer von Rauningen sind so ein bisschen unterrepräsentiert gerade. Nicht so schön. Müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir ein, zwei mehr von unseren Bürgermeistern an den Start kriegen. Hier seht ihr auch so ein bisschen die Verteilung. Im Prinzip ein Dorf gehört meinem Haus. Ein bisschen wenig, aber darum kümmern wir uns jetzt mal erstmal noch nicht. Wir versuchen jetzt mal hier weitere Bedürfnisse abzudecken, nämlich die der höheren Bevölkerungsstufe hier. Keramikgeschirr, warum gibt es da so wenig? Schauen wir mal herunter, wo Keramik produziert wird. Töpferei. Haben wir genug? Fangen wir vorne an. Genug Ton haben wir. Genug Keramikgeschirr haben wir nicht. Gut. Was kannst du uns geben? Du boostest leider... Oh, ne, du boostest sogar die Töpferei. Das ist eigentlich okay. Und auch die Wassermühle. Eigentlich bist du ziemlich effizient. Gut. Linsen können wir auch noch mehr brauchen. Schauen wir mal, was hier noch so geht. Linsen. Oh, jo. Kümmern wir uns erstmal um die Grundbedürfnisse. Das Kerzenthema sollte sich übers Schiff ändern. Ah, hier oben ist zum Beispiel mal einer, können wir dir mal zeigen. Das ist jetzt so ein Floß. Hat dabei ein paar Kerzen, ein bisschen Spielzeug, Mehl, Stein, Baumstämme, Steckrüben und gleicht das Ganze aus. Natürlich nur plus abwärts, wie vorher schon gesagt.
Das Holz übrigens ist auch eine ganz nette Geschichte. Die Baumstämme, das ist im Prinzip wirklich das Floß. Schauen wir mal ein bisschen näher hin, das aus Baumstämmen aufgebaut ist. Sprich, wird hier unten demontiert und geht dann die Baumstämme quasi in deren, ja, wie soll man sagen, Stockpile über. So. Hier hat man also gesagt, war man eigentlich schon relativ ausgebaut. Heißt, wir müssen jetzt einfach nur von hier unten das Zeug hochschippern. Wir könnten vielleicht mal anfangen, eine dritte Region uns zu schnicken. Oder unsere bestehenden Regionen ausbauen. Ja, das passt eigentlich schon ganz gut. Hier ist halt noch relativ suboptimal. Wir müssten noch irgendwo Musikinstrumente produzieren. Hier weiter oben könnte man natürlich noch was. Gucken wir uns das doch mal an. Bauen wir mal eine neue Siedlung, nämlich mit viel Holz. Felderlager, schau mal, da oben ist Roggen, gibt es ein bisschen, Kichererbsen, Buchen, wow. Why not? Hier sind die Grenzen, da geht also nichts gut. Dann sparen wir uns das mit Flusshandel, da wird das halt nichts und versuchen stattdessen, was haben wir da unten noch? Ja, hier könnte Stein noch sein, oder? Ist da Stein? Ah, ist ein Erz. Wie vorher erwähnt, es gibt halt pro Region bestimmte Ressourcen. Steinvorkommen. Wir können uns natürlich auch den Stein da hinten noch schnicken. Dann machen wir das kann. So, bauen wir in dieser Region weiter. Und zwar da hinten was Hübsches hin, wo der Stein drin ist. Hallo, also müssen wir ein Steingebäude bauen. Dann mit, ne Quatsch. Ein Steinbruch war es. So, bums. Check. Gut. Seht ihr mal, wie das mit den Siedlungen funktioniert. Siedlung schließt man quasi ans Wegenetz an. Ist auch relativ einfach. Zack. So. Wieder in AM. Fehlt uns noch ein Bürgermeister. Müssen wir jemanden rekrutieren. Wir wollten Stein hier machen. Und die sind beide richtig schlecht. Und wir wollten ja unser Haus ein bisschen fördern. Also kommst du hier rein. Schauen wir mal, was haben wir hier? Gekochte Rüben, Bohnen und Kichererbsen. So. Rüben, Kichererbsen. Was Kichererbsen? Nee. Das war's. So, bumm. So, und natürlich die beiden Sachen, dann solltest du eigentlich relativ schnell sowohl auf- als auch ausgebaut werden. Und wir haben ein bisschen mehr Stein drin, was uns hoffentlich auch was bringt. Wo sind wir denn bei Stein? 17, ja gut, das ist jetzt nicht verkehrt, dass wir da mehr haben. Vor allem, wenn wir jetzt eine dritte Region uns noch hinklatschen. Und wie machen wir das? Wir gucken erstmal die Rohstoffe uns an. Da Eisenerz. Ich glaube, hier drüben war da irgendwo noch Stein, oder? Was ist hier? Sand, brauchen wir nicht. Hier ist Stein. Und hier ist Sand. Wow, könnten wir hier so eine neue Region hinbauen. Das ist vielleicht ganz nett, weil wir könnten natürlich hier so runterhandeln. Oder wir können es uns hier, was hat man hier? Schand. Wir gehen hier hin. So, bauen wir uns eine dritte Region. Und zwar irgendwas schön in die Mitte. Kohl, Linsen, Rüben. Machen wir mal einen Kohl. Jetzt hier hin. Ja. Es hätte auch Zugang zum Wasser. Jo, machen wir das mal. So, dann brauchen wir etwas, wo uns die grundlegenden Anfangsressourcen liefert, nämlich Holz. Na, das ist ein bisschen schwieriger hier. Dann bauen wir schon andersrum. Wir bauen uns erst die Zimmermannszunft hier hin. Platsch. Und dahinter bauen wir uns den Holzmenschen hin. Holzfällerlager. Heidi, bom, bom. Das ist schon besser. So, gut. Verbinden wir den Spaß mal. Und du auch, bitteschön. Danke. So, die sollten jetzt anfangen, ihre Sachen zu produzieren. Warum wird es hier so schnell gebaut? Das ist kleine Hilfestellung. Am Anfang hat jede Region so Startpunkte, kostenlose Baupunkte. Also man kann am Anfang relativ schnell was hinklatschen. So, jetzt klatschen wir aber erstmal Essen hin, nämlich Kohl wird produziert. Insofern können wir es auch schon konsumieren. Dann brauchen wir noch, hatten wir glaube ich, achso, Bürgermeister fehlen uns natürlich noch. Meidel, fangen wir mal damit an. Was hast du? Erhöhte Holzverarbeitung, die kommst dahin. Du hattest doch Holzverarbeitung, Zimmermannszunft, jo, du kommst dahin.
Ach, das war Holztruhenwerkstatt. Ja, machen wir trotzdem. Und du da hinten, Holzfällerlager. Nice. Gibt es jemand, der das kann? Nein. Hier fehlen uns auch noch. Oh, ihr seid alle so schlecht. Ja, machen wir Jillian da rein. Brauchen ja irgendjemand. Es funktioniert das Dorf nicht. Ja, ist jetzt wurscht. Man kann sie nachher umplatzieren, also von daher wurscht. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen. Wo ist denn die Geschwindigkeit hin? Ach, da oben. So. Ach ne, so weit nicht. Also jedes Mal. So, man kann sie hier hochschalten auf dreifach. Hier kann man sie auf 16-fach hoch beschleunigen. So. Gut. Hier hinten passt ja alles, haben wir gesagt. Gell? Schauen wir nochmal. Regionen. Hier ist kein Defizit, außer immer noch bei Keramikgeschirr unschön. Region Steinhügel. Warum hatte ich da was hingemacht? Bin ich jetzt doof? Das war eigentlich nicht so wirklich beabsichtigt. Schon mal, kann man dich abreißen? Mhm. Sieht nicht so aus. Hatte jetzt saublöd. Eigentlich hatte ich dich gar nicht dahingestellt. Ja, blöd. Gut, dann haben wir halt irgendwas hingestellt, was wir nicht mehr brauchen. Hier wollte ich eigentlich nachschauen, wie unsere Keramikgeschirrproduktion aussieht. Wir müssen einfach nur ein bisschen schneller hochliefern über unseren zugegebenermaßen super langen Landweg. Das ist noch etwas suboptimal. Gut, wir werden da was machen müssen. So, Adele, was ist bei dir so los? Wir brauchen mehr Futter. Wir haben Kohl schon. Machen wir mal Linsen auf die andere Flussseite. Dann bauen wir uns da mal gleich eine Brücke hin. Auch nicht unwichtig. Schauen wir, ob eine Holzbrücke reicht. Ja, gut. Ja. Gucken wir hin, oder? Vielleicht auch nicht. Ist zu lang. Na, super. Dann machen wir mal eine Steinbrücke. Die sollte doch das schaffen, diesen Fluss zu überspannen. Danke. Dann verbinden wir dich direkt. Das wird später so unsere Kernstadt wahrscheinlich werden. Oh, so, gut. Hier haben wir jetzt, was haben wir schon wieder an Bord? Linsen. Bürgermeister rein. Die sind alle super schlecht. Noch mal von niemand anders. Also wir hatten das und saure Linsen. Same goes here. Same goes here und same goes here. Gut. Als nächstes versuchen wir das erste Luxusbedürfnis zu decken, nämlich diese Holztruhen. Basteln wir jetzt ein bisschen rum. Dazu brauchen wir eine Holztruhenwerkstatt. Machen wir jetzt erstmal hier hin. Die werde ich nachher umwidmen, sobald wir den zweiten Gebäudeslot freigeschaltet haben. Okay, danke. Wunderschön. Du bekommst auch mal die ersten Nahrungssachen und einen Bürgermeister, nämlich jemand, der fischen kann, was uns da noch gar nichts bringt. Aber das können wir nachher uns überlegen. Was wir so los? Linsen fehlen, ja, weiß ich. Die wurden ja auch gerade erst angebaut. Ich fange jetzt trotzdem schon mal, obwohl es gerade erst angefangen hat, die Produktion oder noch nicht mal, hier dieses Bedürfnis zu verteilen, sodass dann nachher die Truhen auch transportiert werden. Gut. Damit hätten wir den Spaß schon mal. Die würde ich dann auch auf Stein spezialisieren und vielleicht ein Luxusgut uns gönnen. Schauen wir mal, was wir noch nicht decken momentan. Ach Gott, das war der Farmsfield. Wir decken Geschirr, Kerzen und Spielzeug. Wir könnten hier oben Holz. Dann müssen wir halt hier ein bisschen mehr Holz und Seife, weiß ich noch nicht. Könnten vielleicht auch hier noch was machen. Haben wir denn hier alles schon drin an Gebäuden? Das ist schon komplett ausgebaut. Iflay hat noch ein bisschen Platz. Warum denn nicht eine Seifensiederei hier hinbauen? Gut. Dann brauchen wir hier mal, weil die Seifensiederei braucht Pottasche. Und dann solltest du das doch eigentlich machen, oder? So, da hätten wir Seife. Dann kommt noch. Dann werden wir hier schon mal sagen, das ist fein, ihr bekommt die Seife. Gleiche Iflay und dann schauen wir mal, wie sich das so gestaltet über die Zeit. So, weiter im Programm.
Hier sieht's gut aus. Edale, schauen wir mal, ob der Slot schon frei ist. Nein, ist noch nicht geliefert. Ja, das finde ich noch ein bisschen merkwürdig, dass ich einfach Siedlungen nicht abreißen kann. Könnte man vielleicht noch reinfixen oder ich bin einfach zu doof. Können wir das Siedlungsfenster uns mal anschauen? Ne, Regionen. Korruption gibt es nicht. Wollen wir meinen verlassenen Weiler raus? Verlassener. Ups, verlassener Weiler. Dumm. Gut, hier hinten ist die Brücke, gell? Wir uns ja hier auch noch überlegen, ob wir eine drüber ziehen, aber alles zu seiner Zeit. Der Bürgermeister ist mir wie gesagt wurscht. So. Haben wir jetzt mal. Der zweite Gebäudeslot, das ist doch schön. Dann werden wir hier mal, sobald das Bedürfnis gedeckt ist, anfangen, weil die kann das. Hier eine Musikinstrumenten, erstmal Holztonwerkstatt drüber ziehen, dann Musikinstrumente hier hinklatschen, dass wir das auch schon machen. Dann können wir die wieder verteilen, dann müssen wir hier immer einen Weg bauen. Machen wir den am schönsten, wahrscheinlich hier ohne Brücke rüber. Sching. So, das. Hambleton, danke. Du kannst schon was machen. Du brauchst jetzt eine Holztonwerkstatt. Das kannst du nämlich sehr gut. Und hier drüben kommt die Holztonwerkstatt wahrscheinlich weg auf Dauer. Da kommt dann was anderes her. Kohl, Linsen, Rüben könnten wir hier. Machen wir doch gleich mal so. Und dann gibt es hier nochmal gekochte Rüben. Hier gibt es auch gekochte Rüben. Und damit sollten wir in der Region alle Nahrungsbedürfnisse erledigt haben. Das ist schon mal gut, weil das dann die Produktivität der Region nach oben zieht. Das brauchen wir. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwo ein paar Schäfchen hinklatschen. Ich hatte doch irgendjemand, der Tierzucht gut kann. Genau. Machen wir das gleich. Wo sind das Schafe? Schafhof. Bumm. Und in Hambleton. Du kannst nur das gut, gell? Du kannst verarbeiten Holz, da hinten ist eine Mühle, du kannst nix und du kannst fischen. Gut. So, machen wir weiter. So. Vielleicht nochmal für alle. Wir haben jetzt noch mitten in der Demo angefangen, so mit ein bisschen über einer Stunde Spielzeit. Wenn ihr Bock auf den Anfang habt, schaut gerne bei YouTube vorbei. Da findet ihr das erste Video live. Das zweite hier kommt auch irgendwann mal. Und natürlich freue ich mich wie alle über ein Follow, ein Like, gerne kommentieren, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr irgendwas besser wisst schon als ich in der Demo. So, der erste Eindruck auf jeden Fall, und da bin ich glaube ich nicht ganz allein, ist es ein sehr interessantes Spielprinzip. Dadurch, dass man so ein bisschen so eine Makroperspektive hat und so ein bisschen im größeren Maßstab baut, hat es irgendwie so was nicht allzu oft vorkommt, nennen wir es mal so. Gut, aber wir wollten ja weiter ein Programm machen. Und hier mal gucken, was ist denn mit unserer Steinproduktion passiert. Die wollten wir massiv nach oben drehen, das hat auch einigermaßen funktioniert. Sehr schön. Wir sollten uns dieses Steingebiet hier oben auch noch schnicken, möglichst schnell. Oder eine Steinbruch, zack. Ja, gut, wir können natürlich jetzt hier einen Zwischenschritt machen, aber machen wir nicht. Ist zu weit weg von der Hauptstadt. Oh, oder? Dann müssen wir wohl eine neue Hauptstadt nennen. Geht das schon? Oh, okay. Haben wir uns ein bisschen lockt hier. Was ist denn da los? Dadurch, dass ich so unvorsichtig hier das Ding platziert habe, habe ich mir jetzt quasi den Stein da oben zerschossen. Das ist natürlich ungeil. So. Gibt es Reichweite? Ja, dann müssen wir das hier ein bisschen ausbauen. Und uns doch diesen blöden Schmarrn da unten geben. Na gut, dann müssen wir hier wohl versuchen, drüber zu kommen. Versuchen wir es mal zu retten, die ganze Nummer. Komme ich hier rüber über den Fluss? Ja. Dann verbinden wir die beiden mal. Wir verlassen den Weiler. Das ist nicht so geil. Hallo?
was willst du? Ach, unsere Baupunkte sind schon alle. Ja, blöd. Das ist nicht so schön. Geht auch nicht mehr. Wir müssen warten. Ist hier die Zimmermannsgilde genug? Hier seht ihr das. Unsere kostenlosen Baupunkte sind leider Tschüssikowski. Ja. Heißt, wir brauchen erstmal neue, die produziert werden müssen. Die ist suboptimal. Gut, die Wolle haben wir schon. Das ist doch schon mal ein Anfang. Der Schafhof. Schauen wir mal, was hier noch so geht. Kersey könnte... Wir probieren mal die Warenkette fertig zu kriegen. Den Wolltunika-Herstellung anfangen. Und dadurch haben wir dann theoretisch demnächst mal beide Bedürfnisse gedeckt. Damit sollten wir eigentlich wieder einen Slot hier freischalten, sobald sich die Waren verteilt haben. Gucken wir mal in die anderen Regionen rein. Oh, hier, das ist was Neues. Hatte ich überhaupt noch nicht so in Tiefe erklärt. Also, das Handelsstraßensystem. Händler und Handel haben wir ja vorher ein bisschen mal uns angeschaut. Wenn ihr Fragen habt, gerne im Chat was droppen. So, hier. Also, dieser Weg wird von diesen netten kleinen Händlern, Manschgalern, irgendwie benutzt, um Waren hin und her zu schippern und auszugleichen. Gut, machen wir noch die Quest hier schnell. Der versperrte Pfad, ja, wir haben hier genug versperrte Pfade. Hier seht ihr, ja gut, das ist klassisch. Regionaler Produktionsbonus, wir geben jetzt einer kulturellen Ausrichtung ein bisschen einen Bonus. Ja, ist jetzt wurscht, wir machen das. So, was ich gesagt habe, also es gibt einen Sweet Spot für jeden Weg und in dem funktioniert er gut. Das wäre hier der grüne Bereich, es gibt etwas Unterlastung, dann verwuchert er oder so, überwuchert das Ganze und es gibt etwas, was zu viel Auslastung bedeutet, das heißt die Straße wird beschädigt. Was kann man machen? Man kann sie upgraden. Machen wir jetzt auch mal, um praktisch den Durchfluss zu erhöhen. Seht schon, Geschwindigkeit steigt. Das ist natürlich immer gut. Werden wir uns mal überlegen, hier auch für diesen Handelsweg perspektivisch vorzunehmen. Wahrscheinlich wird das die nächste Strecke sein, die uns Probleme macht. Aber dann graden wir sie halt auch ein bisschen ab. Gucken wir mal, wie weit wir hier schon mit den Punkten sind. Suboptimal, würde ich meinen. Ja, geht so langsam wieder. Kommen aber immer noch nicht in den Anschluss rein. Bumm. Aber wir können sie mal weiterbauen. Ah, wir kriegen es doch hin. Ja, schon, ja. Gut, hätten wir den Teil zumindest mal. Mit etwas Glück werden wir es verbunden. Gut. Dann wäre hier der verlassene Weiler. Schon mal okay. Gucken wir mal, was wir noch brauchen. Ja, was ist denn hier gut? Schauen wir mal, was für ein Bürgermeister gäbe es denn hier? Ach, der wäre oben gut. Im Steinbruch, wo wir noch nicht hinkommen. Du hast einfach nicht fischen können. Das ist jetzt eigentlich wurscht. So, und du baust am besten noch ein bisschen Kohl an, weil geht uns demnächst mal alle. Dann Kohl, was hat man? Linsen, hier Kohl, Linsen und links zuerst gekochte Rüben und hier die beiden Bedürfnisse und dann sollte das eigentlich hier auch funktionieren. Perspektivisch wäre auch hier ein netter Weg, ganz nett. Jo, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. So. So. Momentan sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Wie ist denn in Farnsfield mit... Ah, wir haben Keramik plötzlich hier, das ist doch was. Aber immer noch sehr wenig. Werden wir irgendwann mal uns... Was haben wir hier noch? Lehm, oder? Ton. Sand. Ah, da muss man gegen den fast da oben noch was hinklatschen. Hier ist Sand. Gibt es hier unten noch ein weiteres Tonvorkommen? Ja, dann müssten wir über die... Ah, schon wieder eine Brücke bauen. Na, egal. Schauen wir nach. So. Wo sind wir denn? Wir wollten hier, glaube ich, Musikinstrumente anbauen. Anbauen ist gut. Bauen. Wo habe ich die Seife jetzt hingeklatscht? Hier unten, oder? Hier gibt es Seife. Da müssen wir noch... Wie machen wir das? Also erstmal schauen, ob wir genug Pottasche produzieren. Tun wir nämlich nicht. Gut. Müssen wir ändern. Ah, hier ist doch noch was. Jo, gibt hier halt auch nochmal eine Pottasche-Siedlung. Wir genug Seife produzieren. Jetzt mal zum Handel.
Man kann, also es gibt diesen Warenhandel, wie erwähnt. Hier seht ihr, was ich runterhandle. Kerzen, Spielsachen und Stein schippe ich quasi flussabwärts und nach oben das Keramikgeschirr. Da werden wir jetzt eine neue Handelsroute dazufügen mit der Seife. Wo ist sie denn? Hallo, Seife. Ich bin wieder blind, da ist jetzt Seife. Handelsroute hinzufügen. Man gibt an, in welche Richtung. Ganz nett. Hier gleiche das bitte aus und fügt sie dazu. Für mich ein bisschen verwirrt, muss auf alle Produkte gehen, damit man quasi alle Handelsströme sich in Ruhe angucken kann. Gut. Wieder das Escape-Thema. So, und da sollte da eigentlich über die Zeit sich ein bisschen was ausgleichen. Was auch noch ganz nett ist, hier seht ihr das, ausreichende Produktion fehlt dem Handelsnetz. Das ist natürlich unschön, aber können wir jetzt erstmal nichts machen. Wir müssen einfach hier noch mehr produzieren, beziehungsweise die Produktivität hier ein bisschen nach oben schrauben, indem wir mehr Nahrung anbieten. Hier haben wir auch schon was. Brot wäre halt noch so eine Geschichte. Haben wir hier Getreide? Das ist die große Frage. Können wir überhaupt noch was machen? Bei Honig und Milch, ein Rinderhof, könnte man schon noch irgendwo hinklatschen, gell? Hier. Come on, ja klar, gib ihm. Rinderhof. Damit haben wir Milch und damit können wir wahrscheinlich hier... Wir brauchen hier Milch und Honig. Ach, eine Käserei brauchen wir auch noch. Mischt. Mischt haben wir aber. Warum bieten wir das dann nicht schon längst an, ist die große Frage. Aber da letztes Mal ein bisschen aufgehört, oder? Milch. Wo ist der Käse? Wo ist der Käse? Da unten, wir haben eigentlich genug Käse, Milch, jawohl, ja. Dann ist das so. Dann haben wir hier oben schon mal. Oh, da ist auch der nächste Weg schon überlastet gut. Eigentlich, weil heißt, unsere Produktion knallt. Das ist doch schon mal was. Wo ist denn der Eingang hier zum Dorf? Ah, hier. Boom. So, dann machen wir auch das schneller und ihr seht schon, die kleine, feine Aufforderung, es zu tun, verschwindet. Ja, gut. Hier sind los in der Region. Weg drüben haben wir noch ein bisschen Problem. Dann bauen wir doch hier mal, falls es überhaupt geht, wo sind denn die Rüben? Rübenhofbüro. Gut, dann machen wir. Damit hier ein bisschen was vorangeht, haben wir hier die Slots schon? Yep. Ich glaube, ich kann immer noch die eine Siedlung nicht wirklich bauen, gell? Nee. Schade. Ah ja. Schön ist anders. Bedürfnisse sind alle gedeckt. Können sie mal hochstufen, oder? Echt die Frage, warum das nicht reicht, ey. Das ist. Dann wird dies nächste Mal abgegradet, die Region. Wir machen es einfach mal, wir stufen dich nach oben. Und bauen hier noch gleich bei Gebäuden den Stein, rein, was er den Steinmetzzunft. Wäre es halt schick, wenn wir den oben uns direkt schnappen könnten, gell? So geht's, oder? Warum geht's nicht? Achso, ich. Mann. Okay, es geht doch irgendwie. Oh, das ist wichtig, weil das bringt uns einen ziemlichen Produktionsboost, sobald wir hier mehr Steine haben. Und das reicht noch nicht. Da muss man noch ein bisschen warten. 19, oh, jetzt geht's rum. So, sehr gut. Kriegen die auch ihre Bedürfnisse gedeckt. Bum, bum. War schon die richtigen, sehr gut. Heißt, wir haben hier auch mal Steinproduktion, das hilft uns. Und die Steinmetzzunft hilft uns genauso. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Haben wir das Loch noch irgendwie gerettet, den Schweiß?
denke auch mal, wir werden irgendwann mal anfangen, das hier zu verbinden, damit unser Handelsnetz stabiler bleibt. So. Müssen wir hier wahrscheinlich mal einen Flussschiffer bauen. Genau, machen einen Floßhafen, damit wir da nach unten, downstream wieder handeln können. Baumstämme haben wir nicht wirklich viele. Hier unten Baumstämme gut produzieren. Was ist denn schon wieder da unten? Holzfällerlager geht so. Butterfield ist schon eigentlich das Beste. Und dann nochmal ein Holzfällerlager dazu. Und hier brauchen wir dann bleibt auch was jetzt schon mal runter. Weil hier brauchen wir auf jeden Fall was, nämlich mehr Nahrung. Oder? Ah, ja, geht sogar noch. Das ist bei uns nicht eine Bäckerei, wäre hier vielleicht ganz schick, oder? Haben wir schon eine Wassermühle? Das klappt schon mal. Haben wir Brot hier? Wäre nämlich nicht ganz unwichtig. Getreide haben wir einigermaßen. Mehl haben wir einigermaßen. Ja, dann kommt hier eine Bäckerei hin. So, eine Bäckerei, danke. Und dann schauen wir mal, was man Überfluss, Buchweizen, nicht mal genug. Und Linsen. Gibt es eine Kost mit Linsen? Nein. Kohl, Kichererbsen, schade. Backene Bohnen mit Brot. Haben wir Bohnen hier? Haben wir nicht. Gut. Haben nur Linsen und Buchweizen. Und auch die Linsen, oder? Hochtünten. Mehr gibt's gar nicht. Kohl und Kichererbsen weiter. Schlecht. Haben wir jetzt die extra für. Ach, das ist nicht so schlau eigentlich, gell? Nicht schlau. Aber wir haben doch genug Buchweizen, oder? Da hatten wir Klaus Überfluss. Uns jetzt extra so einen Kohlenhof, nur um. Ja, machen wir. Wir brauchen schließlich dieses Bedürfnis, ein Kohleintopf mit Brot. Ein Kohleintopf mit Brot. Damit sollten wir mehr Geschirr produzieren, mehr hier nach oben schippern können und damit dort die Zufriedenheit heben. Sehr gut. Und in Edel braucht man diesen Honigkuchen. Wie viel haben wir hier davon, von dem Honigkuchen? Honig haben wir mehr als genug. Schauen wir mal. Kleines Defizit. Aber sieht an sich ganz gut aus. Was könnte man hier noch Schönes anbauen in Edel? Die Fischpaste. Pastete. Du könntest doch hier einen Fischer noch gut hinklatschen. Du kannst das da auch gut. Oh. So, was brauchen wir nochmal dafür? Mehl. Also brauchen wir wieder eine Wassermühle. Schade. Den Honigkuchen wollten wir Käserei. Aber haben wir hier nicht genug? Hier gibt es schon die Flussschiffe, oder? Ja. Könnten also eigentlich hier ein bisschen, was brauchen wir dafür? Ein bisschen Mehl nach unten transportieren. Ja, machen wir das doch. Produkte. Wo ist denn das Mehl? Mehl. Ja, ihr seht, krasser Überschuss, 464. So, hinzufügen. Ausgleichen. Los geht's. Das sollte doch locker zu decken sein. Und damit machen wir das hier in die Fischpastete. Und hoffen, dass uns das ein bisschen voranbringt hier. Uns diesen Slot eröffnet. Was könnten wir hier noch anbauen? Fast eigentlich schon wieder Brot, gell? Oder doch auch auf Rinder gehen. Können wir uns nachher anschauen.
Wieder falsch gedrückt. So. Schauen wir hier rein. Was ist hier so los? Gut schaut's aus. Wird gedeckt. Der Bedarf. Das ist doch ein Träumchen. Wie viel Brot haben wir denn? Nicht so wirklich viel. Gut, wir könnten jetzt mal sowas machen, nämlich uns Freibriefe geben. Schauen wir, was wird uns denn was bringen? Regionsreichweite wäre ganz gut. Siedlungskapazität sehe ich. Da machen wir Bußgelder für vernachlässigte Gebäude. Das ist doch mal gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Seife auch hin. So. Brauchen wir wahrscheinlich einen Handler. Den haben wir doch schon, oder? Haben wir den schon? Dass Seife hier hoch gehandelt wird. Jo. Sieht ganz gut aus. Wahrscheinlich wäre es nicht ungeschickt, uns hier ein bisschen das schneller zu machen. Gut. Geben wir mal die ganzen Zimmermannspunkte, die wir so haben, aus. Warum? Bis hierhin. So, nicht schlecht. Wie können wir denn hier warten? Oh, doch nicht einiges. Bis hierhin mal, oder? Na, dann warten wir. Auf jeden Fall, der Teil sollte jetzt enorm viel schneller gehen. Können wir uns das mal machen? Jo, gib ihm. Das ist doch schon mal deutlich besser. Machen wir mal hier auch Zeug hin, was wir so brauchen. Gucken wir, ob wir das hergeschippert bekommen. Für die Steinhügel liefern wir gerade nur Mehl. Ändern wir das mal und liefern da auch Kerzen hin. Da, von hier nach da. Haben wir genug? Jo, eigentlich schon. Hinzufügen. Dann, was braucht man noch? Ja. Keramikgeschirr. So, hinzufügen. Von da nach da. Ausgleichen. So. Dann brauchen wir noch Spielzeug. Spielzeug. Where are you? Spielzeug. Da. Und hier eine Handelsroute von da nach da. Ausgleichen, hinzufügen. So. Haben wir vielleicht einige Sachen grundlegend mal wieder angepackt. Sollte hoffentlich jetzt in Adele ankommen mal. Ja gut, da haben wir schon mal die Freischaltung. Das ist dann Träumchen. So, gucken wir uns mal die Region an. Zimmermann ist gut, Baumstämme gut. Ich glaube, wir können uns da vielleicht auch schon. Das war sie. Du bist die Produktionssorge. Stufe 2 Gebäude, gell? Hey, blöd. Die haben wir dich gebaut, geil, Curse. Ich möchte die eigentlich nicht so nah beieinander bauen. Ein bisschen blöd. Wird so ein bisschen puzzelig, das Ganze. Du gehörst eigentlich fast hier vor, gell? Vielleicht die ganzen Schafhöfe und den Shit weg. Oder ich lasse dich hier drauf einfach. Egal. Oder ich mache dich zu der zweiten Stadt. Mama, du wirst einfach die zweite Stadt. Baust jetzt hier gleich mal bitte Musikinstrumente. Und zwar brauchen wir dafür auch ein bisschen fertig. Ach, da brauchen wir eine Gärtnerei auch noch. Jo. Für unser Zeug müssen wir ja genug haben, oder? Wird da irgendwo Rinder reingebastelt. Haben die hier? Nee. Gucken. Nee. Das ist jetzt die Gerberei. Und von dem Rinderhof. Gut, brauchen wir wohl hier auch noch irgendwo einen Rinderhof.
Wir schieben die Steinmetzzunft hier hoch. Das ist doch die Steinmetzzunft. Was ist denn hier? Bumm. Richten wir die Händel gleich ein. Handelsrouten, nämlich, was war's? Musikinstrumente waren's. Hier nach da. Ausgleichbumm. Und dann hier nach da. Ausgleichbumm. So. Dann wären sie theoretisch drin. Müssen wir bloß noch genug Waren auf die Reise schicken. Oh, hier ist schon wieder was. Das hatte ich ja vorher befürchtet, dass diese Strecke die nächste ist, aber wir sollten. Haben wir genug, um unsere Straße aufzuwerten? Ich glaube ja. Jo. Sehr gut. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen was bauen können. Ja, wird doch, wird doch. Ja, jetzt wird's nicht mehr. Wir müssen wieder ein bisschen sparen. Dann werden wir das tun. So. Der Tod einer geliebten Gattin. Mhm. Ja, dann suchen wir uns mal wieder Leute, die das können. Nämlich Rainer. Und Prozessionsleiter ist Lucia. 65% Wahrscheinlichkeit. Jo, gib ihm. Leider nicht. Dann halt nicht. Kann man nichts machen. So, wie schaut's denn so aus? Bevölkerung wachsen lassen, ja. Und da müssen da die Bedürfnisse rein, sonst passiert gar nichts. Damit hätten wir eigentlich unsere Startregion relativ gut ausgebaut, richtig? Wir haben fast alles irgendwie am Start. Schauen wir mal, werden hier schon die ersten Musikinstrumente produziert? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir hier hinten? Wahrscheinlich fast nur mal einen Steinbruch hinklatschen. Es lebe der Stein. Wie viel Überschuss haben wir damit? Wo ist er denn? Der Stein. Der Stein. 41. Ups. Minus 5,5. Also, ich bin verrutscht. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Hier haben wir wenig Stein. Why? Welche clevererweise niemand reingemacht haben. Das können wir ändern. Steinbruch. So, haben wir noch irgendwas? Linsen haben wir ein Problem. Aha. Ja, da kommt doch da noch mein... Oder warte, hier unten hatte ich doch jede Menge so Zeug. Linsen. Jo. Kriegst du, kleine Siedlung, noch ein bisschen was dazu. Und gib es bitte meiner Region. Das entsprechende Tierhaut ist noch das Problem. Hatte ich doch eigentlich auch irgendwo hingeklatscht, oder? Im Rinderhof. Ne, das wollte ich. Ich wollte hier die Steinmetzzunft ist fertig. Dann kann die hier raus. In Edale. Ja, ja. Und hier kommt dafür ein Rinderhof. Ein Bumm. Sehr schön. Mal den Spaß erledigt. So, Fischerei. Hier oben passt das auch. Du bist eigentlich relativ gut im Start, gell? Mhm. Hoffen wir mal, dass wir genug Holz haben. Baumstämme sieht noch gut aus. Ich denke mal, hier bauen wir uns auch eine Verbindungsstraße hin. Na komm. Echt, wegen so ein bisschen. Oh, oder was heißt ein bisschen? Ein bisschen viel. Ja, warte. Hat das ja geklappt, oder? Jo, hat geklappt. Sehr gut. Haben wir doch da so ein einigermaßen funktionales Netz am Start. So, gucken wir mal, ob hier oben inzwischen Bedürfnis von eingedeckt ist. Nein, die Musikinstrumente kommen noch nicht. Gut, warum kommen die noch nicht? Handel habe ich eingestellt, gell? Musikinstrumente, ja. Ich Knaller. Ja, gut. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Was habe ich vergessen? Folgendes. Wir handeln ja jetzt hier in diese Richtung flussaufwärts. Das heißt, die Flößerei bringt uns nichts. Wir brauchen noch einen Marktplatz. Das werden wir jetzt mal machen. Kleiner Markt. Jetzt sollte das klappen. Später kommt da bestimmt noch was dazu. Irgendwo hatte ich mal gelesen oder gesehen, dass es so ab der nächsten Bevölkerungsstufe Handwerker dann Schifffahrt gibt komplett. Und damit wäre quasi auch, soweit ich es verstehe zumindest, Handel flussaufwärts möglich. Was natürlich ganz geschickt wäre. Vor allem jetzt, wenn man sich den Handelsweg hier anschaut, das ist ja auch eine halbe Weltreise, die man da vornehmen muss,
um das zu beschleunigen. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen den Weg ausbauen können. Ja. Ja, nicht so schlecht. Ja, das gefällt mir ganz gut. Gucken wir fast ganz unter. Ja. So, sollte das eigentlich auch ein bisschen fixer gehen. Hoffentlich. Das wäre die große Hoffnung, dass das hier oben ein bisschen fixer geht. Bedarf immer noch nur, in Anführungsstrichen, die Musikinstrumente. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Warum produziert ihr die nicht? Oh, tut ihr. Dann müssen sie wohl erstmal da hoch. Ich werde da auch noch eine Verbindung machen. Sie kommen aus Edale, machen wir den maximal kürzesten Weg. Hier, bumm. Brauchen erstmal wieder ein bisschen Baupunkte. Gut, sie kriegen es wahrscheinlich auch auf dem anderen Weg irgendwie hin. So, wie schaut's aus? Kommt da jetzt mal was an? Nein. Auf die Region betrachtet kommt immer noch viel zu wenig an. Die werden wahrscheinlich erstmal auch ihre eigenen Bedürfnisse decken wollen. Was okay ist. Hat ich hier jetzt schon hochgepimpt? Nein. Wo war es denn? Ja, aber ich glaube, Käse braucht man dann, oder? Müssen wir eine Käserei hier noch reinklatschen. Wenn wir das tun. Käserei. Damit gucken wir zum einen das hier. Kindermehl, Milch, Krach, bumm. Käse gefüllte Teigtaschen. Bumm. Was ist hier so los? Oh, was ist hier los? Käse fehlt euch, ja. Kommt schon. Kommt schon. Muss halt erstmal arbeiten. Wird alles gedeckt, oder? Nein. Schauen wir mal, ob man da noch die Effizienz irgendwo Steckrüben fehlen. Kohllinsen haben wir genug Brot, eigentlich auch nicht. Licht. Die Mängelwirtschaft. Gut, du kannst gut Dings. Rüben. Warte mal, da hat doch auch noch was gefehlt. Nämlich Steckrüben. Dann kriegst du erstmal nochmal einen Rübenhof. Kannst du gut. Über die mal nach oben. Getreide haben wir auch zu wenig. Aha. Gibt's jemand, der da gut ist und das schon macht? Du nicht. Du auch nicht. Du irgendwie auch nicht so wirklich. So schlicht. Und wurscht. Kommt er da? Da ist schon einer. Kommt er da mit rein? Weizenhof Nummer 3. Und du wärst vielleicht gerne. Schauen wir mal. Das hat man noch nicht. Man bekommt Aufstiegspunkte. Die nutzen wir jetzt mal, um hier einen zweiten Skill der guten Dame zu geben. Und zwar, was wollten wir denn? Naja. Ja. Das müsste es eigentlich sein. Ja, du kriegst das. Was kannst du denn noch so? Charmant bist du und jähzornig. Sehr gute Kombo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was ist hier oben? Sind hier mal alle Bedürfnisse erledigt? Jo. Das heißt, wir könnten hier aufstufen. Gucken wir mal, ob es geht. Oder ob wir ans Ende der Demo kommen. Sind wir. Gut. Trotzdem, das war relativ tief. Wie spielen wir weiter? Würde ich mal sagen, relativ großes Gebiet, das uns zur Verfügung steht. 2 Stufen, die wir spielen können. Also Respekt für eine Demo. Finde ich das mehr als ordentlich. Kann man so machen. Wem es gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert. Abo freue ich mich natürlich auch immer. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, die ganzen Aufnahmen findet ihr auf YouTube, auf meinem Kanal Pile of Fame. Da schauen wir uns immer mal wieder interessante Sachen aus meinem persönlichen Pile of Shame an. Was findet man da? Ja, alles rund um Strategie, Aufbauspiele, Citybuilder, Management, Tycoon Games, whatever. Vielen Dank, habt Spaß, genießt es, macht es gut. Servus.